Hallo, ich begrüße euch. Dieses Erklärvideo, das soll den Einsatz von Hashtags bei LinkedIn beleuchten. Sprach- und berufsspezifische Hashtags, die können Themen- und Personensuche in sozialen Netzwerken erleichtern. Und das ist besonders wichtig, wenn man solche Kontakte zum Erlernen von Fremdsprachen benötigt. Das heißt, man hat schon ein Niveau erreicht, wo der normale Sprachlehrer eben nicht mehr weiterhelfen kann, weil es um die Fachsprache im eigenen Beruf geht, mit der man sich in einem fremden Land auseinandersetzen muss. Durch mehrere Zufälle bin ich auf diese Sprachproblematik gestoßen. Ich wurde konfrontiert, weil ich im Jahr 2016 mit einem IHK-Mitarbeiter ein Gespräch führte. Im Jahr darauf zogen in unserem Haus in Kassel mehrere chinesische Studenten ein und da habe ich mit einem so ein Sprachprojekt durchgenommen. Das kann man im Internet ja auch heute noch begutachten. Die Zusammenarbeit mit Yuan Xu bei einem dieser Projekte, die ermöglicht es mir, den Bedarf an Deutsch als Fremdsprache abzuschätzen, wenn es um fortgeschrittene Dinge geht. Und dabei habe ich auch gesehen, welche Lernpfade man da einschlagen kann, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Damit berufliche Integration gelingt, müssen bei DAF Fort- und Weiterbildung ab den Niveaustufen für die selbstständige und kompetente Sprachverwendung muttersprachliche Fachleute hinzugezogen werden. Der Grund ist einfach: Wenn zugewanderte Facharbeiter und Ingenieure mit deutschen Arbeitskollegen gleichberechtigt zusammenarbeiten, dann muss die Verständigung fehlerfrei funktionieren. Die Abläufe dürfen nicht darunter leiden, dass der zugewanderte Teil eines Teams unzureichend kommunizieren kann, weil deren DAF nur für einfache Kommunikation oder für Alltagsgespräche ausreichend ausgebildet wurde. Man sieht dieses, was ich da sagen will, durch die Bearbeitung der Tabelle, wo die Niveaustufen nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen dargestellt sind. Sprachlehrer sind keine Mechatroniker, sie sind auch nicht Fachinformatiker oder Pflegekräfte oder Fachkräfte für Altenpflege oder was auch immer man sich da an Berufen vorstellen kann. Es gibt über 200, die bei der IHK gelistet sind. Und damit solche Menschen mit vielleicht einer Ausbildung im fernen Land auf die Arbeit hier in Deutschland vorbereitet sind, da brauchen sie Fachgespräche und Fachvokabulare, um sich auf den Berufsalltag einzustellen. Solche Fachgespräche, die können natürlich nicht die Deutschlehrer, die sind ja Germanisten. Solche Fachgespräche lassen sich nur führen, wenn man als Gegenüber, als Mentor jemanden hat, der selbst Fachmann ist oder Fachfrau ist. Die kann man einbinden, damit Zuwanderer dieses Niveau von Deutsch als Fremdsprache erreichen, weil sie ja mittlerweile schon aufgrund der Schulungen, ob Volkshochschule oder online oder was auch immer, die haben ein Niveau erreicht, was keinen Dolmetscher mehr bedarf. Und solche Fachleute, die da vonnöten sind, die findet man nicht an den regional ausgerichteten Volkshochschulen. Die gibt es allenfalls bei Trägern von Online-Weiterbildung, aber wenn man sich dann anschaut, wie viele Menschen die beschäftigen, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass man genau den passenden bei seinem Online-Weiterbildungsträger findet. Aber wie kann man dann bei der Suche vorgehen, wenn man so einen Beruf hat, wo man zunächst noch keinen Ansprechpartner hat? Man kann die Karriere, die Berufsnetzwerke nutzen. Und da kennen wir ja hier in Deutschland Xing, das ist aber eben im Wesentlichen lokal im Dachraum, also Deutsch, Österreich, Schweiz vertreten, darüber hinaus auch schon ein bisschen. Aber wenn man jetzt global denkt und weiß, dass Anbieter und Nachfrager eben global zu suchen sind, dann ist LinkedIn äußerst hilfreich. Dort kann man Gruppen einrichten, um Lehrer und Schüler zusammenzubringen. Und dazu kommen dann wieder die vorgenannten Hashtags ins Spiel. Diese Suche nach Partnern in fremden Sprachen, die betrifft natürlich nicht nur die Deutsch als Fremdsprache sprechen, also die zu uns kommen, sondern eben auch Deutsche, die ins Ausland wollen und da beruflich oder im Studium integriert werden müssen. English as a Foreign Language braucht man, wenn man als deutscher Student beispielsweise im englischsprachigen Raum
ein Studium aufnimmt oder wenn man da jetzt eine anspruchsvolle Position begleiten will, dann braucht man eben auch im Umgekehrten solche Sprachhelfer. LinkedIn ist ideal, um weltweit Tandempartner zur Vorbereitung von Fachgesprächen auf hohem Niveau zu suchen. Wer meinen Ideen folgen kann und sich an der Umsetzung beteiligen möchte, der kann dann im Kontext des eigenen Berufs die passenden Hashtags hinterlegen, zum Beispiel in seinem LinkedIn-Profil und in allen seinen Veröffentlichungen. Dort bei LinkedIn sind über 800 Millionen Menschen angemeldet, die dieses Netzwerk für ihr berufliches Fortkommen schon mal für sinnvoll gehalten haben. Da wird es sicherlich, so wie ich das die letzten 10 Jahre ja auch war, viele Karteileichen geben. Aber wenn nur 10% aktiv bei LinkedIn mal vorbeischauen und sich für solche Themen interessieren, dann sind das immerhin mehr Menschen, als Deutschland Einwohner hat. 80 Millionen haben wir ja dann. Und da wären dann solche Hashtags angemessen. Wenn ich dann beispielsweise ein Fachinformatiker wäre und suche hier Kollegen, die mit mir Fachgespräche führen können, dann verwende ich einen Hashtag wie zum Beispiel #DAF Fachinformatiker, in einem Wort geschrieben mit der ungarischen Notation, oder Mechatroniker könnte man ja auch sein, dann #DAF Mechatroniker, oder wenn ich in der Altenpflege arbeiten möchte oder habe da eine Ausbildung und will hier in Deutschland arbeiten, dann #DAF Altenpflege. So kann man also standardisiert solche Hashtags verwenden, um die Suche von Tandempartnern zum Sprachaustausch zu erleichtern. Beim Englischen wäre das ähnlich. Wenn also Deutsche im Ausland studieren wollen, dann ist ja für sie Englisch eine Fremdsprache. English as a foreign language, so wird man das jetzt wahrscheinlich ausdrücken. Ob meine Aussprache jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Aber dann wird man eben den Hashtag verwenden, #EFL Information Technology Specialist oder #EFL Mechatronics Engineer oder #EFL Geriatric Nurses. Das sind also auch Dinge, die eben in anderen Sprachen funktionieren. Sowas habe ich aber bisher noch nicht bei LinkedIn gesehen. Das ist meine Idee, solche Hashtags zu verwenden. Die kann man eben standardisieren, abhängig von der gewünschten Zielsprache und dem gewünschten Beruf. Da gibt es ja Listen, wie die Berufsbezeichnungen offiziell lauten, und die sollte man dann verwenden, genauso wie die 3 Buchstaben DAF oder EFL vorweg. Und dann ist es natürlich leicht, dass man die entsprechenden Beiträge oder Interessengruppen findet. Wer da in diesem Bereich tätig werden möchte und nicht unbedingt mit altruistischen Motiven kommt und das ehrenamtlich machen möchte, der kann auch Geld damit verdienen. Und das geht über die global ausgerichteten Sprachplattformen, die es ja schon gibt und wo man sich umschauen kann, welche man da am geeignetsten befindet. Und die stellen gegen eine Umsatzbeteiligung die benötigte Infrastruktur zur Verfügung, und die stellen auch die Abwicklung von Abrechnungen bereit. Ich kenne das, meine Frau, die hat eine Sprachlehrerin aus Kamerun, und da muss dann gegen Vorkasse ein Kontingent gebucht werden, und das bekommt dann die Sprachlehrerin immer dann ausgezahlt, wenn sie Leistungen erbracht hat. Also das denn dazu, wenn also jemand sagt, ich will hier für das Niveau B2, C1 oder C2 meine Dienste als Fachkraft für Physik oder Informatik bereitstellen, damit Zuwanderer dann mit mir Fachgespräche in Deutsch führen können. Die können auf diese Plattform gehen und dort die Dienste anbieten. Ich will mit meinem Unternehmen Dienste bereitstellen, damit dieses erleichtert wird. Diese Zuwanderer, die Fachdeutsch lernen wollen, die brauchen ja nicht nur Ansprechpartner für ein paar Stunden, die brauchen auch Materialien, um sich vorzubereiten. Die brauchen Vokabellisten, die brauchen Links, wo sie was finden. Und diese Materialien, die will ich erstellen. Und das kann dann über mein Unternehmen geschehen, der dann als Verleger auftritt. Man kann diese Materialien, die sollen ja dann auch frei zugänglich sein, auch über Plattformen wie die Zentrale für Unterrichtsmedien, die es in Deutschland gibt, die da auch
zum größten Teil ehrenamtlich betrieben wird von Lehrern, da kann man dieses bereitstellen. Und damit Menschen diese Materialien bei LinkedIn, bei mir bzw. meinem Unternehmen finden, da habe ich da 3 Gruppen angelegt. Die erste Gruppe, die ist nur für die gedacht, die die Materialien abrufen wollen. Also einfach Selbstbedienung bei Materialien, die es gibt. Ein paar habe ich ja schon bereitgestellt, die kann man sich da abholen. Man kann auch sehen, wie ich die gemacht habe. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Da wird dann auch per Videokonferenz über die Möglichkeiten der Verbesserung, der Qualitätsoptimierung gesprochen. Und da muss man dann also auch bereit sein, sich in Videokonferenzen aktiv zu beteiligen. Dann kann man diese Gruppe. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Das ist vielleicht die interessanteste, weil ich da gerade einen Workshop hier im Winter 2022/23 anbiete, der ein Pilotprojekt ist und wo die Teilnahme kostenlos ist. Da wird das, was ich schon an Know-how bei YouTube bereitgestellt habe, das wird da aufbereitet. Aber wir treffen uns regelmäßig in Videokonferenzen und dann können Fragestellungen beantwortet werden oder diskutiert werden, wie man das noch besser macht. Wer da Interesse hat, der kann sich dann über den Link, den ich hier nenne, weiter informieren und dann kann man mit mir Kontakt aufnehmen und dann sehen wir, ob wir da zusammenpassen. So viel zu heute zum Thema Hashtags bei LinkedIn, um diese im beruflichen Kontext einzusetzen, um Kontakte zu knüpfen, damit der Einstieg in einem Land mit fremder Sprache besser gelingt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage für heute Tschüss.